Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf WePlayHandball.de. Heute mit dem Nachfolger des Crazy Flight Bounce, dem Nova Flight Bounce. Aus der Volleyball-Range, aber sehr erfolgreich seit Jahren in der Handball-Range für 100 Euro UVP. Was der Schuh kann, was er nicht kann, das zeigen wir euch jetzt im Detail. Wir haben jetzt hier zunächst einmal die rein männliche Farbgebung. Da hat der Designer mal eine kurze Auszeit genommen bei Adidas, glaube ich. Ansonsten haben für alle anderen, die blau-gelb auch nicht so schön finden wie ich, hier auf jeden Fall eine sehr cleane, weiße Unisex-Version. Die sieht relativ edel aus, die gibt es auch hoch bis 49 für die Männer. Das heißt, hier sind auf jeden Fall alle auch im Design, glaube ich, mit abgedeckt. Wir hatten relativ lange den Crazy Flight Bounce als Downgrade des Crazy Flight X oder des Crazy Flight Boost mit einer reinen EVA-Dämpfung. Auch das ist hier mit verbaut. Wir können uns den Schuh mal im Detail ganz kurz anschauen. Wir haben hier eine relativ große EVA-Dämpfung, so ein EVA-Frame, in dem der ganze Fuß sitzt. Der geht einmal hier rum, wird hier relativ hoch innen proniert aufgeschlossen und haben hier eine ganz interessante, und das kennt man von vielen Volleyballschuhen, so eine nach oben ausgeweitete Sohle. Das heißt, dass dort alle Bewegungen, die wirklich auch in der Diagonalen stattfinden, immer noch ein Grip dort ist. Das ist ganz interessant an diesem Schuh. Ansonsten ein sehr leichtes Upper-Material aus TPU, das jetzt keine besonderen Verstärkungen hat. Das heißt, man sitzt sehr, sehr komfortabel in diesem Schuh drin. Es ist eine leichte Fersenkappe hier vorne, so ein Overlay, so ein TPU-Overlay, dass die Zehen ganz gut im Schuh behält. Ansonsten eine sehr reaktive Bounce-Dämpfung. Ihr kennt die Bounce-Dämpfung teilweise auch schon aus den vergangenen Jahren. Aus dem Counterblast zum Beispiel ist ein sehr leichter Dämpfungsschaum, ein sehr reaktiver Dämpfungsschaum, ein bisschen härter als das Bounce-Material und deswegen definitiv auch ein Schuh, der eher für leichte, schnelle Spielerinnen und Spieler geeignet sein dürfte. Es ist am Ende eine Sohle, eine fast durchgehende Sohle, die hier vorne in so 4 Zonen aufgeteilt ist, die jeweils flexibel reagieren können und euch in alle 4 Richtungen guten Grip bieten. Ansonsten so 360-Grad-Panels hier einzeln aufgesetzt auf dem Schuh. Also die Sohle überzeugt auf jeden Fall in der lateralen und medialen Stabilität. Wäre sicherlich mehr möglich gewesen, ist allerdings eben auch kein Schuh für, ich sag mal, den schweren Rückraumspieler, die schwere Rückraumspielerin, die ständig in Hardel 2 kämpfen muss, aber für eine leichte Außenspielerin, vielleicht auch mal für eine Torhüterin und für einen Torwart, ist das auf jeden Fall ein Top-Schuh im Bereich 100 Euro und ein sehr gelungenes Downgrade des Top-Modell Crazy Flight.